Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Staatsbeteiligung an Lufthansa soll nicht von Dauer sein. Das sagte Wirtschaftsminister Altmaier der Saarbrücker Zeitung. Der Staat werde sich so schnell wie möglich wieder zurückziehen, damit das Unternehmen dann wieder alleine zurechtkomme. Corona-Verdacht in Niedersachsen. Nach dem Aufenthalt in einem Restaurant im Landkreis Leer scheinen sich 7 Menschen mit dem Virus infiziert zu haben. Mindestens 50 weitere befinden sich nach Angaben des Gesundheitsamtes vorsorglich in häuslicher Quarantäne. Ob Regeln nicht eingehalten wurden, ist noch unklar. Erster virtueller Parteitag der CSU. Parteichef Söder fordert ein weiteres Konjunktur- und Innovationspaket zur Bewältigung der Corona-Krise. Besonders die Binnennachfrage müsse angekurbelt werden. Die Delegierten verabschiedeten außerdem einen Leitantrag für eine Obergrenze der Staatsverschuldung. Tag des Grundgesetzes. Bundespräsident Steinmeier hat die Bedeutung der Verfassung hervorgehoben. Gerade an den Diskussionen über die Corona-Maßnahmen zeige sich, wie lebendig die Demokratie sei, so Steinmeier in der Süddeutschen Zeitung. US-Präsident will Gottesdienste wieder ermöglichen. Kirchen, Synagogen und Moscheen seien essentielle Einrichtungen, die nicht unter die Corona-Beschränkungen fielen, sagte Trump in Washington. Er forderte die Gouverneure der US-Bundesstaaten auf, Gotteshäuser schon an diesem Wochenende wieder zu öffnen. Das Wetter: im Süden teilweise kräftiger Regen, im Südosten auch Gewitter mit Sturmböen, sonst ab und zu Schauer. Von Nordwesten bis zur Mitte freundliche Abschnitte. Zum Teil windig, 12 bis 24 Grad. Các bạn thấy hay thì hãy like và đăng ký kênh của mình nhé. Theo dõi mình trên Facebook, tải phần phụ đề tiếng Đức hoặc là tiếng Việt. Mình sẽ để tất cả ở dưới phần miêu tả hoặc là phần bình luận nhé. Các bạn hãy để lại một comment để mình biết là các bạn đã xem video của mình. Và chào các bạn. Auf Wiedersehen.